Naschen ohne Reue, ein Tiramisu ohne Zucker. Ja, das geht und ich zeige dir hier mein Rezept. Hallo zusammen, willkommen bei So Halt. Wie ihr wisst, esse ich ja sehr gerne Süßzeug und vor allen Dingen zum Dessert und bin da immer auf der Suche nach Alternativen. Die industriell hergestellten Süßigkeiten enthalten viel zu viel Zucker und wir haben unseren Zuckerkonsum sehr extrem runtergeschraubt. Und so bin ich auch auf die Supplements gekommen. Jetzt habe ich hier neue Geschmäcker, die ich dir vorstellen möchte und heute geht es hauptsächlich um den Geschmack Tiramisu. Das ist das Royal Flavor von Bodybuilding Depot. Die gibt es seit 10 Jahren und die stellen ihre Flavors selbst her in eigener Produktion und so können sie auch ein bisschen günstiger sein. Hier ist eben kein Zucker enthalten. Hier ist sowas drin, ich lese es mal vor: Ballaststoff Maisdextrin, Aroma, stark entöltes Kakaopulver und Süßungsmittel, das ist Sucralose. Davon ist aber, du brauchst ja nicht viel, du brauchst 5 Gramm nur und in diesen 5 Gramm ist wirklich sehr wenig davon enthalten. 5 Gramm enthalten dann 3 Gramm Ballaststoffe und 1,1 Gramm Kohlenhydrate. Weniger als 0,1 Gramm Zucker. Und da zeige ich dir jetzt mein Rezept für dieses mega gute Tiramisu. Das Ganze kann man auch diabetikerfreundlich gestalten, wenn man einfach die Kekse weglässt oder einfach nur ganz wenig davon nimmt. Alleine nur dieser Tiramisu-Geschmack im Quark oder im Skyr ist fantastisch. Was du für dieses Dessert brauchst, ist erstmal Tiramisu-Aromapulver, Schoko-Pur-Aromapulver, Espresso, Magerquark, Kakaopulver und Kekse, zum Beispiel Amaretinis verwende ich gerne. Du kannst aber auch Löffelbiskuits nehmen. Die sind ja klassischerweise im Tiramisu drin. Und das war's auch schon. Dann zerstoße ich zuallererst die Amaretinis bzw. die Kekse. Ich finde Amaretinis immer sehr gut geeignet dafür, weil die eben so einen Amaretto-Geschmack haben und ich finde, das passt einfach zur Tiramisu. Und die fülle ich unten auf dem Boden von 2 Einmachgläsern. Ich nehme da gerne Weggläser. Die eignen sich hervorragend für solche Schichtdesserts. Von denen gibt es auch verschiedene Größen. Ich verlinke dir mal meine, die ich hier verwende, unten in der Infobox. Jetzt brauchen wir sogar noch ein paar mehr, weil ich möchte noch eine Zwischenschicht machen. Und auf diese erste Schicht kommt jetzt schon mal ein bisschen Espresso oben drauf. Das kannst du nach Belieben machen. Du kannst auch Instant-Espresso-Pulver auflösen. Ich habe jetzt hier einen richtigen gekocht. Das muss auf jeden Fall abgekühlt sein. Dann werde ich den Quark anmischen. Und dazu verteile ich, ja, das war jetzt so ein 3/4 Quark, also keine ganzen 500 Gramm. Du kannst durchaus ganze 500 Gramm nehmen. Und die verteilen wir auf 2 Portionen. Und dann kommen die Flavors dazu. Und hier muss man sich wirklich an die Dosierungsangabe hier halten. Da heißt es 5 Gramm, also 1 Messlöffel auf 500 Gramm. Das heißt, da ich jetzt nicht mal, also ich habe etwas weniger als 250 Gramm, darf ich nicht mal einen halben Messlöffel verwenden. Das muss man jetzt hier eben so ein bisschen ausjustieren. So ungefähr. Jetzt bin ich weniger als die Hälfte, weil der wird ja oben breiter. Und das ist dann eine gute Menge für diese Quarkmenge. Und bei dem Tiramisu genauso. Dann kommt überall ein kleiner Schluck Wasser dazu. Das bewirkt, dass der Quark nicht so quarkig schmeckt und sich ein bisschen neutralisiert. Und dann nur noch verrühren, bis es schön glatt geworden ist. Dann wird schon in die Gläser geschichtet. Und zwar nehme ich zuerst das Tiramisu. Dann kommen wieder ein paar zerstoßene Kekse. Wenn man möchte, aber völlig optional, jetzt nochmal ein bisschen Espresso oben drauf. Nicht zu viel, sonst würde es zu wässrig werden. Und dann würde das so oben auf dem Quark so schwimmen, das ist dann nicht so ganz geil. Sondern nur so, dass die Kekse ein bisschen benetzt sind. Und dann kommt Schoko pur oben drauf.
Und jetzt auch optional, aber weil es bei der Tiramisu immer ist, obendrauf noch etwas Kakaopulver sieben. Das muss auch gar nicht viel sein, das dient der Optik und natürlich auch der Konsistenz auf der Zunge. Und voilà, fertig sind die Tiramisu-Desserts. Und es sieht sofort hübsch aus in diesen Gläsern, weil man von der Seite einfach die Schichten sieht. Und dann sind da noch kleine Deckelchen dabei. Die kann man draufsetzen, da gibt es auch noch Clipper. Und so kann man sie im Kühlschrank dann sogar auch stapeln, wenn man mehrere vorbereitet. Das Ganze kann man dann auch über den Tag, also bis zum Abend im Kühlschrank aufbewahren. Das bleibt dann frisch. Und jetzt probieren wir es mal. Ich gehe mit dem Löffel durch alle Schichten. Es ist so unfassbar gut. Es schmeckt wie ein richtiges Tiramisu. Wow. Ich finde es so gut. Vor allen Dingen, der Quark bekommt... Jetzt habe ich hier überall Quark wahrscheinlich hängen. Der Quark bekommt so eine mega fluffige Konsistenz, gerade wenn er ein bisschen länger durchgezogen ist. Und das machen diese Flavors irgendwie. Ich weiß nicht warum. Vielleicht ist es dieses Maisdextrin, was auch immer. Ich kenne mich da nicht aus. Es wird fluffig, wie wenn es eine aufgeschlagene Sahne wäre. Boah, das ist so gut. Wenn das Video fertig ist, muss ich gleich dieses Tiramisu aufessen. Aber ich habe 2 gemacht, das heißt, der Flo kriegt auch 1. Und hier kann man eben mit diesen verschiedenen Geschmäckern, die es da gibt, kann man ganz verschiedene Kreationen erfinden. Ich habe da eben Tiramisu und Schoko pur verwendet, weil also diese Kombination ist einfach krass gut für den Tiramisu-Nachbau. Ich habe dasselbe aber auch schon mal in Kombination mit Stracciatella gemacht. Das heißt, unten das Tiramisu rein und oben Stracciatella drauf ist auch sehr gut. Mir persönlich ist das Stracciatella allerdings, also da muss man vorsichtig sein. Man darf nicht zu viel nehmen, weil sobald es nur ein Tucken zu viel ist, schmeckt es sehr, sehr stark. Dem Flo schmeckt es extrem gut und ich bin da so halb-halb. Also da muss man eben vorsichtiger sein. Was ich noch einen sehr geilen Geschmack finde, ist Mandelcookies. Also das einfach nur in den Quark rein, nur so löffeln und es schmeckt wirklich nach Keks. Auch wenn es die Konsistenz nicht hat, aber es schmeckt so. Das werde ich jetzt auch mal zum Backen verwenden und da mal einen wirklich kohlenhydratarmen Teig machen. Also hauptsächlich ähnlich wie ein Biskuitteig mit Zuckerersatz und kaum Mehl. Und dann das dazu. Anstatt Mehl nehme ich auch gerne echte Mandeln. Also das könnte ich auch mal damit, da habe ich auch so ein tolles Rezept für einen Himbeer-Mandelkuchen, wo wirklich gar kein Mehl drin ist. Und das noch dazu und dann könnte das wirklich so ein absolut geiler Kick sein. Es sind natürlich noch lange nicht alle Geschmäcker, die es da gibt. Dann gibt es noch Chocolate Cookie. Das riecht mir ein bisschen zu künstlich. Also alleine nur, wenn man es aufmacht. Vom Geschmack her aber auch gut. Little White Ball ist jetzt auch nicht mein Favorite. Und Marzipan. Marzipan habe ich in erster Linie auch dafür mir jetzt ausgesucht, dass ich damit mal backen werde und dann mal schaue, wie das wirklich als Marzipanersatz im Teig sich macht. Könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und dann haben sie natürlich noch viel mehr. Da gibt es auch Proteinpulver oder andere Aminosäuren und was auch immer. Hauptsächlich ist es ja für Sportler ausgelegt, dass die dann einfach ihre Supplements bekommen können. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich gar keinen Sport mache. Nicht, dass du das jetzt falsch verstehst. Ich mache schon gerne Sport und auch 3-4 Mal die Woche gerne. Klappt nicht immer, wie ich es mir vorstelle, aber mal mehr, mal weniger. Aber ein Sportler bin ich dadurch nicht. Aber es spielt auch keine Rolle, denn auch wenn man kein Hochleistungssportler ist, kann man trotzdem Flavors hin und wieder verwenden. Da ist natürlich immer wichtig, nicht jeden Tag das zu sich zu nehmen, denn Sucralose ist ein Süßstoff. Und also ich würde es jetzt nicht jeden Tag, in Maßen. Nur weil man jetzt sagt, man hat einen Ersatz für Süßkram gefunden, heißt es nicht, dass man es dann dauernd braucht. Also auch da einfach wirklich, dass es was Besonderes bleibt. Und wenn man dann mal ein Dessert macht, einen Kuchen oder so, dass man dann mit den Flavors arbeitet, finde ich für mich persönlich völlig vertretbar. Und aber das eben auch nur zu besonderen Anlässen, so wie man es sonst auch machen würde, also nicht jeden Tag.
Probier doch gerne gleich mal das Rezept aus. Ich kann es dir einfach nur empfehlen und ich muss auch gleich schon nochmal einen Löffel nehmen. Der echte Espresso da drin, der macht sich halt auch so gut. Aber alleine das Tiramisu-Flavor, das schmeckt auch schon eben nach Kaffee und nach Kakao. Da ist ja auch echter Kakao drinnen. Schreib mir alle deine Fragen in die Kommentare. Ich versuche sie zu beantworten. Und wenn du auch Rezeptideen hast, dann teile sie doch auch gerne mit uns hier. Das würde mich auch freuen. Ansonsten, wenn ihr ein bestimmtes Rezept von mir wissen wollt, schreibt mir auch das. Dann kann ich ja nochmal ein Video dazu machen. Und dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Gebt einen Daumen nach oben dafür. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt.